Das erste Licht war kein sanfter Übergang, sondern ein Eindringling. Es schlich sich nicht durch das kleine, hochgelegene Fenster. Es fiel als ein schmutzig grauer Keil auf den gestampften Lehmboden, der den Staub der vergangenen Woche in schwacher Schwebe hielt. In diesem Keil tanzten Motes, winzige Welten aus Hautschuppen, abgenutzten Textilfasern und dem immerwährenden feinen Ruß, der von 1000 herdfeinen Roms aufstieg. Du erwachst nicht zu diesem Anblick, sondern zu seinem Geruch. Es war ein komplexes, in die Wamsiegel angebackenes Aroma. Altes Olivenöl, das einmal auf dem kleinen Herd in der Ecke gespritzt hatte, der süßliche Dunst, schlafende Körper, deiner eigenen und der deiner beiden Söhne, die auf einer einfachen Matratze aus gestofftem Leinen neben dir, atmetallische und darunter der durchdringende, fast metallische Grunten von Feuchtigkeit und verrottendem Mörtel. Es wurde Gerrit DL, Times Insular, des Meerschors, deine Welt auf 4 Stockwerken, über dem lärmenden Herzen des Superviertels. Das Ritual des Erweckens war langsam, ein behutsames Entfalten steifer Glieder. Dein Nachtlift war noch kühl, trotz der drückenden Sommerhitze, die später kommen würde. Du schob die grobe Wolldecke beiseite und setzte dich auf die Bettkante. Die Füße suchten im Halbdunkel nach den abgetragenen Ledersandalen. Die Tunike vom Vortag aus grobem, ungebleichtem Leinen lag über einem Holzschemmel. Du zog sie über den Kopf, spürtest das vertraute Gewicht des Stoffes auf den Schultern, den leicht salzigen Geruch eigener Arbeit, der in den Fasern haftete. Die Bewegungen waren routiniert, ohne Eile. Eile war ein Luxus für diejenigen, die Sklaven hatten, denen die Kleider reichten oder Wasser brachten. Während du die Riemen der Sandalen schnalltest, begann die Stadt zu dir. Sie sprechen, zuerst war es nur ein fernes, gleichmäßiges Rumpel, das Fundament des Geräusches. Karrenräder auf basaltgepflasterten Straßen, die ersten Lieferungen für die Märkte der Reichen, auf dem Palatin oder dem Esculin. Dann schärfer und näher, Durchschnitteinruf, die dämmerige Stille. Aqua, frigida. Der Wasserverkäufer begann seine Runden, sein Schrei ein Metronom für die Armen, die sie keine Provider zu Lighting leisten konnten. Ein Hund bellte in einer Gasse weiter unten. Das Echo sprang von Wand zu Wand. Irgendwo schlug eine Tür, gefolgt von einem kurzen, heftigen Streitgespräch in einem lateinischen Dialekt, der so grob war wie die Ziegel um dich herum. Du standst auf und gingst zum Fenster, lehntest dich auf die warme Steinbrüstung. Die Aussicht war kein Panorama, sondern ein Ausschnitt. Gegenüber ragte die Rückseite einer anderen Sandsäule auf, ihr verputzte Fassade von unzähligen Wäscheleinen gekreuzt, die wie verwirrte Signalfahnen in der stillen Luft hingen. Darunter, tief in der Schlucht der Gasse, begann sich das Leben zu regen. Darunter, tief in der Schlucht der Gasse, eine Frau schüttete einen Nachttopf aus einem Fenster im ersten Stock. Die Flüssigkeit traf den Rinnstein mit einem Platschen laut. 2 Männer in der Uniform der Armut, schmutzige, kurzärmelige Tuniken, schoben einen Karren mit Amphoren vor sich her,
ihre Stimmen ein gedämpftes Murmeln, das von den engen Wänden verschluckt wurde. Das Licht wurde goldener, traf jetzt die obersten Siegelkanten und ließ den gelben Ocker aufblitzen. Rom erwachte nicht. Es kroch aus dem Schatten, Stück für Stück. Das Morgenmahl war eine einfache Angelegenheit. Ein flasches, hartes Brot, gestern vom Bäcker am Ende der Straße gekauft, wurde in 2 Stücke gebrochen. Du tauchtest eine Hälfte in eine kleine Tonschale mit Wasser, in der ein paar getrocknete Feigen weich geworden waren. Der Geschmack war süß und erdig, die Textur des eingeweichten Brotes füllend. Während du kaust, betrachtest du den engen Raum, ein Herd, ein Regal mit ein paar Tongefäßen, ein Holztruhe für Kleidung, die Matratzen. Es war alles, was du besaß. Mehr besaßen die wenigsten in dieser Stadt. Der Erzähler in dir diese stille Beobachter-Stimme, die zwischen Gedanke und Tatsache pendelte, wusste deinen Platz, wusste deinen Platz. Rom im 1. Jahrhundert nach der Gründung durch die Götter oder im 700. Jahr seit seiner irdischen Gründung, je nachdem, wenn man fragte, war eine Maschine von unvorstellbarer Komplexität. Sie funktionierte durch strikte Hierarchie, ganz oben der Kaiser in seinem Palast auf dem Palatin, ein Hauptgott in Purpur, darunter die Senatoren in ihren Villen, die Ritter auf ihren Pferden, dann die freien Bürger wie du, Handwerker, kleine Händler, Soldaten im Ruhestand. Dein Leben wurde durch die Professio definiert, deinem Beruf. Vielleicht warst du ein Töpfer, dessen Hände den Tom formten, der später Olivenöl oder gar Wein für reichere Tische halten würde. Vielleicht ein Gerber, dessen Werkstatt nach tierischen Abfällen und Lower Rock. Oder ein Metalsucher, der zerbrochene Bronzestatuen und ausrangierte Werkzeuge einschmolz, daraus etwas Neues, Geringeres zu schaffen. Deine Arbeit war unsichtbar für die oben standen, aber sie war das Gewebe, das die Pracht zusammenhielt. Unter dorther kam die große Masse der Sklaven, die stummen Räder der Maschine. Unter ihnen, fast schon ein Teil des Pflasters, die Armen, die Bettler, die Heimatlosen. Du warst nicht unten, du hattest ein Dach, eine Fähigkeit, eine minimale Würde, aber die warst auch nicht sicher. Ein paar schlechte Ernten, eine Krankheit, ein Unglücklicher, Streit mit einem Gläubiger und die rutschige Treppe hinab in die Dunkelheit der Abhängigkeit war immer präsent. Diese Sorge war ein leiser Begleiter, wie der Geruch in der Wohnung. Die Bien des deiner Halbzeit wusch die Krümel vom begrobenen Tunika. Die Geräusche vom unten waren jetzt ein anhaltendes Summen geworden, ein surrendes Fundament aus Stimmen, Schritten, Räderrollen, den gelegentlichen Rufen. Die Gas füllte sich sichtbar. Ein Händler mit einem Brett voller glänzender Fische. Auf dem Kopf bahnte sich seinen Weg. Kinder jagten sich zwischen den Beinen der Erwachsenen hindurch. Eine reiche Matrone, erkennbar an der komplizierten Frisur, an dem feinen Stoff ihrer komplizierten Frisur und dem feinen Stoff ihrer Kompli, begleitet von 2 Sklavinnen, die eilig nebenher trippelten, den Blick ihrer Herren von dem Schmutz und dem Gedränge abzuschirmen. Der Kontrast war so gewöhnlich, dass kaum auffiel. Es war das tägliche Schauspiel. Du drehtest dich vom Fenster ab, der Tag rief. Es gab Ton zu kneten.
Leder zu schneiden, Metall zu schmieden. Es gab den morgendlichen Strom zu durchkehren, der einen vom Syburitum Forum oder zum Handwerksviertel trug. Es gab das einfache Brot der Mittagszeit zu verdienen. Ein letzter Blick ging durch den Raum über die schlafenden Formen deiner Söhne, deren Tag später beginnen würde, vielleicht als Lehrlinge in der Werkstatt eines Nachbarn. Dann trägst du durch die niedrige Tür auf den gemeinsamen Flur hinaus, hinunter die knarrende Holztreppe, die nach altem Schweiß und Urin roch, und schließlich durch den gewölbten Eingang hinaus auf die Straße. Das erste Licht über den 7 Hügeln hatte jetzt die ganze Breite der Gasse erfasst und wusch sie in ein helles, schon heißes Gold. Du tauchtest ein in den Strom an einzelne Tropfen in einem mächtigen, unaufhaltsamen Fluss, der um sein Leben einhauchte. Die Tür der Insula schloss sich hinter dir mit einem dumpfen, endgültigen Holsten, und sofort wurdest du absorbiert. Es war kein Betreten, sondern ein Eintauchen. Die enge Gasse vom Fenster aus noch ein belebtes Schauspiel, verwandelte sich in der unmittelbaren Nähe zu einer drängenden, atmenden Intensität. Der morgendliche Menschenstrom hatte dich, und er würde dich tragen, ob du wolltest oder nicht. Der erste Eindruck war der Geruch. Er schlug dir nicht entgegen, er umhüllte dich in Schichten. Direkt über allem lag der durchdringende, heereshafte Duft von frisch gebackenem Brot, der aus einer Bäckerei irgendwo im Erdgeschoss quoll und sich wie ein verlockendes Versprechen durch die Luft kräuselte. Darunter, fest in den Rinnstein gebacken, lag der säuerliche Gestank vom Abfall, Fischgräten, verdorbenes Gemüse, die unvermeidlichen tierischen und menschlichen Ausscheidungen, die in der Nacht zurückgelassen worden waren und nun in der aufkommenden Hitze zu gären begannen. Und durch alles hindurch als Grundierung der scharfe, salzige Geruch menschlichen Schweißes von 100 Körpern, die bereits in Bewegung waren, vermischt mit dem Staub der Straße und dem fettigen Rauch von Frühstücksfeuern. Es wurde Geruch des lebendigen, arbeitenden Rom, ungefiltert und intensiv. Dann kam das Gefühl, du wurdest nicht geschubst, aber stetig gedrängt, der Druck der Menge an deiner Schulter, deinem Rücken. Es gab keinen Raum für individuelle Gangart. Deine Schritte passten sich dem rhythmischen Fluss an. Ein langsames Vorwärtsschieben, bei dem ein Halt oder ein falscher Schritt sofort ein unwilliges Murren oder einen Ellbogenstoß von hinten hervorrief. Dein Körper um dich herum waren eine Mischung aus Festem und Weichem. Die harten Kanten eines Holzkistenträgers, die weiche Fülle eines Händlers Bauchs, die knirschenden Schultern eines alten Mannes. Die Sandalen spürten die Unebenheiten des Basaltpflasters durch die Dünensohlen, traten in etwas Feuchtes, das besser nicht identifiziert wurde, wischen einem frischen Perfekthaus. Das visuelle Chaos war überwältigend und musste in Abschnitten verdaut werden. Auf Augenhöhe war ein Gewirr aus sich bewegenden Körpern und Kleidung. Da war die blendend weiße Toga eines Reichen, makellos gefaltet und getragen, mit einer müden Würde von einem jungen Mann, der von 2 Sklaven flankiert wurde, die für ihn in die Schneise durch das Gedränge bahnten. Der Stoff wirke fast unnatürlich rein in dieser Umgebung, ein Zeichen von Reichtum,
der sich die tägliche Reinigung leisten konnte. Direkt neben ihm rieb sich die schmutzige, ausgefranste Tunike eines Lastenträgers, deren ursprüngliche Farbe unter einer Kruste aus Erde und Schweiß nicht mehr zu erkennen war. Eine reiche Matrone in eine kunstvoll gefaltete Stole aus safrangelb Wolle gehüllt, schwebte vorbei, ihr Haar zu einer aufwendigen Architektur aus Locken und Zöpfen aufgetürmt, die mit einfachen Elfenbeinnadeln fixiert waren. 3 Sklavinnen trippelten um sie herum. Eine trugen einen Sonnenschirm, eine andere einen kleinen Korb mit vermutlichen Einkäufen. Die dritte war nur da, um lästige Bittensteller abzuwehren. Ihr Gesicht war eine Maske gelangweilter Überlegenheit. Die Augen durch die Menge gleitend, ohne etwas wirklich zu sehen. Über den Köpfen setzte sich das Chaos fort. Die Fassaden der Mietshäuser waren übersät mit hölzernen Balkonen, von denen einige mit Topfpflanzen oder hängender Wäsche geschmückt waren, andere drohend über der Gasse lehnten, gestützt von morschen Pfählen. Zwischen ihnen spannten sich Dutzende von Wäscheleinen, wie die Saiten einer verrückten Harfe, behängt mit Tuniken, Tüchern und Untergewänden, Teiträge in der nun wärmer werdenden Luft baumelnd und gelegentlich einen Tropfen Feuchtigkeit auf einen ahnungslosen Passanten darunter fallen ließen. Auf den Mauern, auf jedem freien Stück Putz, prangten Werbebotschaften und Graffiti in roter oder schwarzer Farbe gekritzelt. Weltgeist Rufus als Edil wird die Straßen reinigen, neben einer groben Zeichnung eines Falles. Und der einfachen Inschrift Lucilla war hier. Kleine Alltagsszenen blitzten in Vorbeiströmen auf und verschwanden wieder. An einer Ecke vor einem kleinen Laden, in dem Geflügel in Holzkäfigen gackerte, hatte sich ein hitziger Streit entwickelt. Eine Frau mit einem scharfen Gesicht und einem geflickten Umhang gestikulierte wild auf ein Huhn, das sie am Boden hielt, während der Händler, ein untersetzter Mann mit kahl geschorenem Kopf, die Arme verschränkt und unnachgiebig den Kopf schüttelte. Ihre Stimmen schnitten durch das allgemeine Gemurmel. Ein schriller Diskant über der Basslinie der Menge. 2 Asses für dieses lahme Ding. Es ist mehr Fett als Fleisch. Dann such dir dein Fleisch woanders. Alter, das hier ist erstklassiges kampanisches Geflügel. Ein paar Schritte weiter hatte sich ein anderes Huhn aus seiner Gefangenschaft befreit und flatterte aufgeregt zwischen den Beinen der Passanten umher, verursachte ein kurzes, komisches Chaos aus Ausweichmanövern und verärgerten Rufen, bevor ein junger Junge es mit einem beherzten Sprung einfing und triumphierend zum Händler zurücktrug. In einer schattigen Nische neben einem Brunnenbecken lehnte ein Soldat in einer leicht ramponierten Legionärstunique. Sein Helm lag neben ihm auf dem Boden als Samuel Jeffeys für Almosen, und sein Blick war in die Ferne gerichtet, vielleicht auf Erinnerungen an ferne Grenzen oder einfach auf die Müdigkeit eines Laienlebens im Dienst. Niemand beachtete ihn besonders. Er war nur ein weiteres Möbelstück der Straße. Der Strom trug dich weiter, vorbei an einem offenen Raum, der als Werkstatt für den Kesselflicker diente. Das rhythmische Klirr, Klirr, Klirr seines Hammers auf dem weichen Kupfer bildete eine perkussive Begleitung zum Stadtlärm. Ein Duft von gebranntem Holz und heißem Metall mischte sich kurz in die Geruchsbeleit. Dann bog die Gasse leicht ab, und der Blick öffnete sich für einen Moment auf eine etwas breitere Straße.
die zum superen Bogen führte. Hier wurde das Gedränge noch dichter, ein langsames Fließen von Mensch und Tier. Also beladen mit Säcken voll Wolle, blieben starr stehen, bis ihre Treiber sie mit Stöcken und Flüchen weiterbrachten. Ein Lektiker, eine sanfte mit verschlossenen Vorhang, wurde von 4 kräftigen Sklaven getragen und bahnte sich mit autoritären Rufen ihren Weg. Du spürtest, wie die Menge dich herum unwillkürlich herum, an der harmonisiert herum unwillkürlich herum. Zurück wird eines wohlhabenden Platz zu machen, an instinktives Einverständnis mit der unsichtbaren Ordnung. Du warst jetzt vollständig Teil des Stromes, dein individueller Weg für den Moment von seiner kollektiven Richtung absorbiert die Gedanken an die Werkstatt, an die Arbeit des Tages, waren noch da, aber sie wurden in den Hintergrund gedrängt von der unmittelbaren sensorischen Flut. Das war der morgendliche Strom Roms, kein bloßer Transport von A nach B, sondern ein tägliches Ritual der Gemeinschaft und der Hierarchie, ein Baden in der rohen, pulsierenden Lebenskraft der Stadt, bevor man sich in die engeren Kanäle der individuellen Bestimmung. Zurück zog Jede hervor auf seinem Weg, getrieben von Notwendigkeit oder Pflicht, und für die nächsten 100 Schritte war dein Weg untrennbar, mit ihrem verbunden ein einzelner Faden in einem gewaltigen, sich ständig neu webenden Stoff. Der Strom trug dich weiter, und eine neue, mächtige Welle von Wärme und Aroma überrollte die Sinne, noch bevor die Quelle in Sicht kam. Es war die Hitze der Bäckofen, die durch die offene Türfront einer Bäckerei strömte, eine trockene, umarmende Glut, die den Schweiß auf der Stirn sofort verdunsten ließ. Am der Gerhug ein tiefes, nahrhaftes, goldenes Aroma von geröstetem Getreide und krustigem Brot, das alle anderen Gerüche der Gasse für einen Moment überwand. Es wurde Duft der grundlegendsten Sicherheit, und er ließ deine Schritte unwillkürlich verlangsamen. Du tratst aus dem Fluss der Menge an den Rand in den schmalen Schatten neben dem offenen Laden. Drinnen waren Feuer sichtbar, der rötliche Schein eines gewölbten Backofens, in dem die Flammen über einen Haufen glühender Kohlen züngelten, und die verschwommenen Umriss eines Bäckers, der mit einem langen Holzschieber Leibe hinein und heraus manövrierte. Sein Arme und sein kahlgeschorener Kopf glänzten vor Schweiß, seine Tunika war mit Mehlstaub gepudert wie mit frühem Schnee. Auf einem Holztisch vor der Tür türmten sich die fettigen Brote, rund und flach, ihre Oberflächen gespalten und zu einer perfekten goldbraunen Kruste gebacken. Der Anblick war zu verlockend. Das knurrende Gefühl im eigenen Magen, das durch das spärliche Frühstück nur gedämpft worden war, meldete sich wieder. Du griffst in den kleinen Ledellbeutel an deinem Gürtel, fühltest die wenigen, leichten Asses, die kupfernen Münzen, die den täglichen Rhythmus des Lebens bestimmten. Ein Bruchteil davon wechselte den Besitzer. Unberührt, not warm von der Hitze des Ofens, lag schwer in deiner Hand. Du brach ein Stück ab. Die Kruste gab mit einem befriedigenden Knacken nach und innen war die Krume dampfend
weich und luftig. Der erste Biss war ein Moment reiner, einfacher Sinnesfreude. Der Geschmack von gutem Getreid, leicht gesalzen, füllte den Mund. Für diese wenigen Sekunden, während du kaustest und beobachtest, war der Strom nur noch ein Hintergrundrauschen. Du lehntest gegen die warme Segelwand, ein stiller Beobachter, während das Leben vorbeisog. Der Bäcker bediente einen steten Strom von Kunden, Sklavinnen mit Körbchen, die für die Domus ihrer Herren einkauften, Arbeiter, die ihr Brot für den Tag mitnahmen, Mütter mit Kindern an der Hand. Jede Transaction war flink, wortlos oft, ein Austausch von Münze gegen Nahrung. Und während die Transaction Münze gegen Nahrung, und während die transbaren Kette, die dieses einfache Brot hierher gebracht hatte, das Getreid kam nicht von den Hügeln Latiums mehr. Diese Felder ernährten die Villen der Reichens. Mehr, diese Felder ernährten die Villen der Reichens. Es kam per Schiff in riesigen, von Sklaven gerudeten Frachtchens. Es wurde in den großen Lagerhäusern am Tiber, den Horror, gestapelt, ein Vermögen in goldenen Körnern, das Unruhen verhindern sollte. Von dort ging es an die von der Stadt lizenzierten Müller und allen die Bäcker wie diesen hier. Es war die Annona, die städtliche Getreideversorgung, das empfindlichste und wichtigste Rad in der Maschine Roms. Ein Ausfall der Lieferungen aus Alexandria, eine Störung der Seewege, und dieses goldene Brot würde zu einem knappen, unerschwinglichem Gut werden, und das Gemurmel der Menge würde sich von geschäftiger Gleichgültigkeit zu gefährlichem Groll wandeln. Für die Armen, die keinen Zugang zu subventionierten Anwohner hatten, war die tägliche Sorge das Brot die erste und letzte Sorge des Tages. Dein eigenes Brot, das du jetzt aßt, war ein Zeichen bescheidenen, aber sicheren Einkommens. Du würdigtest es dir. Während du das letzte Stück Krume aufsammelst, fiel dein Blick auf die andere Seite der Gasseneinmündung. Dort, in tiefen Schatten unter einem vorspringenden Balken, lehnte eine kleine Gruppe junger Männer. Sie waren vielleicht 5 oder 6, alle in derselben, etwas schäbigen Tunika von einem stumpfen Ockerton, die ihnen bis zu den Kinn reichte. Ihre Haltung war eine lässige, fast theatralische Nonchalance. Einer stützte sich mit der Schulter gegen die Wand, ein anderer hockte auf den Fersen und warf kleine Steinchen in den Rinnstein. Sie sprachen nicht viel, aber ihre Blicke waren aktiv, schweiften über die vorbeiziehende Menge, verweilten hier und da auf einem Gesicht, einer vollen Geldbörse, einer unnützsam getragenen Ware. Es war nichts exquisit Bedrohliches in ihrer Haltung, nur einige langweilte, wachsame Präsenz wie Wächter eines unsichtbaren Tores. Sie gehörten zum Bild der Straße, so selbstverständlich wie der Bäcker oder der Wasserverkäufer. Du registriertest sie, wie man einen bekannten Fleck an einer Wand registriert, und wandtest den Blick wieder ab. Das Brot war gegessen. Die kurze Pause vorbei, die Hitze des Tages bohrte sich merklich auf. Das Gold des Morgenlichts wurde zu einem harten, weißen Glanz, der von den hellen Wänden reflektiert wurde und die Schatten zu schmalen, scharfen Linien zusammendrückte. Du schob dich wieder in den Strom, ließest die Bäckerei und ihre wachende Gruppe hinter dir. Die Richtung war jetzt klar.
weg von den engen Wohnschluchten des Suburb, hin zu den etwas jordnetaren Wirthallen, wo die Werkstätten der Handwerker lagen. Das Gedränge lichtete sich leicht, als mehrere kleinere Gassen in eine etwas breitere Straße mündeten. Hier dominierten keine Wohnhäuser mehr, sondern die geschäftigen Fronten von Werkstätten. Das Hämmern eines Kupferschmieds, der säuerliche Geruch einer Gerberei, der süße Duft von frisch geschnittenem Zedernholz aus einer Tischlerei. Deine eigenen Schritte wurden zielstrebiger. Die Sinnesflut des morgendlichen Stroms war nun der vertraute Hintergrund, und die Gedanken wanderten voraus zu der Arbeit, die wartete. Zurück blieb der Duft des Brotes, ein tröstliches Echo im Nachgeschmack, an das stille Wissen um die komplizierten Wege, die es hierher gebracht hatten, und die stillen, beobachtenden Augen in der schattigen Ecke, die ein anderes, ebenso reales Gesetz dieser Straßen zu verkörpern schienen. Der Strom trug dich weiter vom allgemeinen Pulsschlag der Stadt hin zum spezifischen, wiederholten Rhythmus deiner eigenen Hände. Der Bogen aus dunklem Holz, der den Eingang zu deiner Werkstatt markierte, war weniger eine Tür als eine Schwelle in eine andere Welt. Das Dröhnen der Straße, das schrille Orchesterausrufen und Rederollen wurde hier zu einem gedämpften, fernen Summen wie das Rauschen eines fernen Meeres. Hier herrschte ein eigener, konzentrierter Klang, ein rhythmisches Atmen aus Arbeit. Du trägst dann an die kühle, staubige Dunkelheit, die nach Erde und altem Feuer roch, umfing dich wie eine zweite Haut. Du warst ein Töpfer. Deine Werkstatt war ein langer, niedriger Raum, dessen Wände aus grob behauenen Taufsteinen bestanden und von Jahrzehnten feinen, allgegenwärtigen Tonstaubs in einem einheitlichen blassen Grau getüncht waren. Das Licht fiel durch eine große, mit dünnem Gips bespannte Öffnung im Dach, ein milchiges Panel, das den Raum in ein sanftes, schattenloses Dämmerlicht tauchte. In diesem Licht tanzten die unzähligen Staubtau. In diesem Licht tanzten die unzähligen Staubpartikel, die bei jeder Bewegung aufwirbelten. In der Mitte thronte die steinerne Töpferscheibe, ein massiver Flaschenstein mit einer konischen Vertiefung in der Mitte, die von unzähligen Händen und unendlichen Drehern glatt poliert war. Daneben standen Holzbötten mit Ton, der in verschiedenen Stadien der Vorbereitung schlummerte, eine mit grobem, nassem Klumpenten, eine andere mit fein gesiebtem, geschmeidigem Material, bereit für die Hand des Meisters. Der erste Akt des Tages war immer derselbe, das Konnieten. Du tauschtest die Hände in die Butter mit dem vorbereiteten Ton, und die Kühle des Materials, seine feuchte plastische Schwer, war eine vertraute Begrüßung. Du hoppst den Klumpen heraus, etwas so groß wie der Kopf eines Kindes, und legtest ihn auf den groben Holzklotz neben der Scheibe. Dann begann das Ritual. Mit dem ganzen Gewicht des Oberkörpers drücktest du in die Masse, faltest sie, drehtest sie, warft sie mit einer festen, praktischen Geste wieder auf das Holz. Es war keine brutale Kraft, sondern eine wiederholte, beruhigende Bewegung, die Luftblasen austrieb und die winzigen Tonpartikel in perfekte Ausrichtung brachte. Der Widerstand des Tons gegen deine Hände, sein allmähliches Nachgeben und geschmeidig werden,
war eine stille Conversation. In diesem Akt gab es keine Eile, nur die sorgfältige Vorbereitung. Der Gedanke an die Form, die später entstehen würde, eine schlichte Olle für einen Eintopf, ein trichterförmiger Dolium für die Lagerung von Getreide, vielleicht ein feineres Umbiterium für Saubörli, war bereits im Material angedacht, und deine Hände waren nur die Werkzeuge, sie frei zu legen. Nachdem der Tom bereit war, setztest du dich auf den niedrigen Hocker vor der Scheibe. Ein Fuß trat den hölzernen Tritt, der über einen Riemen mit der schweren steinernen Unterplatte verbunden war. Ein sanfter Druck an der Scheibe begann sich zu drehen, erst langsam, dann mit einem leisen, surrenden Ton, der das Grundsummen der Werkstatt wurde. Du platziertest den Tonklumpen genau in der Mitte der Drehung. Die Hände feucht gemacht aus einer kleinen Schale mit Wasser neben dir. Dann berührten deine Handflächen den sich drehenden Klumpen und die Magie geschah. Unter dem sanften, aber bestimmten Druck formte sich der ungestaltete Batzen, zog sich nach oben, öffnete sich wie eine Blume. Die Dornen drangen in die Mitte, schufen einen Hohlraum, während die Fingeraußen die Wand formten, sie dünner und gleichmäßiger werden ließen. Es war ein Akt des absoluten Gleichgewichts, des Zuhörens mit den Händen, das Sammeln der Scheibe, das leise Schmatzen des feuchten Tons, dein eigener ruhiger Atem. Das waren die einzigen Geräusche. Denkst du, es hält? Die Stimme kam von hinten von Gaius, der an seinem eigenen Tisch saß und mit einem scharfen Stück Schiefer die groben Ränder von getrockneten Bechern glättete. Rollte sein Haar ein Kranz aus grauen Staub einen kahlen Scheitel, seine Hände von der Arbeit gekrümmt, aber stark wie Wurzeln. Du blicktest nicht auf, konzentriert auf die sich drehende Form zwischen deinen Händen. Was? Das Rennen gesten. Das Grün. Der Wagen war am Ende nur noch Feuerholz und zitternde Pferde. Das Wagenrennen, die große Ablenkung, du lächelst im Stillen, während deine Finger eine leichte Rundung in die Schulter des entstehenden Kruges formten. Die Grünen haben dieses Jahr kein Glück. Vielleicht haben sie die Götter beleidigt. Die Götter, Gaius spackte diskret in den Staub am Boden. Ihr Fahrer hat 2 linke Hände und der Besitzer spart am Vater für die Perfide. Man sieht es ihnen an den Rippen, sogar aus der obersten Reihe. Ein ruhiges, belangloses Gespräch, das über dem Sammeln der Arbeit schwebte. Es drehte sich um das Wetter. Die Hitze war ungewöhnlich, würde die Ernte verderben, und den skandalösen Preis für Olivenöl in diesem Monat ein Denarius für eine Amphore zweite Pressung. Raub ist es. Und die Neuigkeiten aus der Taverne an der Ecke, wo ein neues Mädchen aus Gallien angeblich Bier ausschenkte, das so stark war, dass es einem die Sandalen auszog. Es wurde Kit der Gässeligkeit, der die Stunden füllte, ohne jemals das Private zu berühren oder die großen Fragen zu stellen. Hier im stobbigen Halbdunkel war die Politik des Palatins so fern wie der Mond, und die Sorgen der Welt reduzierten sich auf die Qualität des Tons und den Preis der Grundnahrungsmittel. Während die Hände arbeiteten,
betrachtete der stille Beobachter in dir diese römische Arbeitsethik. Arbeit, Labor, war keine Schande für einen freien Mann, solange sie geschickt und ehrlich. War keine Schande für einen freien Mann, solange sie geschickt und ehrlich. Sie war die Grundlage der Würde. Und die Werkstatt war mehr als nur ein Arbeitsplatz. Sie war ein kleines Königreich, in dem der unbestrittene Herrscher über den Turm warst. Die Gilden, die Kollegier, zu denen Handwerker, wie du gehörten, spiegelten dies wider. Offiziell waren sie Vereinigungen für gegenseitige Unterstützung, um die Bestattungskosten für Mitglieder zu decken und gemeinsame religiöse Feste zu feiern, oft zu Ehren des schützenden Gottes des Handwerks, in deinem Fall vielleicht Vulcanus oder Minerva. Doch in der Praxis, das wusstest du, ging es bei den monatlichen Treffen im Schatten, eines Tempels oder in der Hinterstube, einer Taverne, oft Werner, oft Werner, oft Werner, oft Zelliker oder Arbeitsbedingungen und mehr um Geselligkeit. Es war ein Wohlwand, zusammen zu sein, Geschichten auszutauschen, ein paar Krüge billigen Wein zu trinken und für einen Abend das Gefühl einer breiteren Zugehörigkeit zu spüren, die über die eigene Werkstatt hinausging. Sie boten Schutz, ja, aber mehr noch boten sie Gemeinschaft in einer anonymen Stadt, die wirkliche Arbeit, die wirkliche Meisterschaft, geschah allein hier zwischen den eigenen Händen und dem sich drehenden Ton. Die Hitze des Tages, die draußen zu einer drückenden Last geworden war, baute sich auch hier langsam auf. Der milchige Lichtschacht von der Decke wurde zu einem Brennglas, in dem der tanzende Staub wie winzige Funken wirkte. Schweiß rann daher eine Rille den Rücken hinunter, unter der groben Tunike. Die erste Serie von Krügen stand nun auf einem Holzbrett zum Trocknen, ihre Formen noch weiß und verletzlich, ihr Grau in der Hitze langsam zu einem helleren Ocker aufhellend. Die wiederholten, beruhigenden Bewegungen hatten Art meditativen Frieden geschaffen. Das Summen der Scheibe, das leise Kratzen von Gaius' Schiefer, das murmelnde Gespräch über nichts. All dies war das Lied der Werkstatt, ein Lied von Beständigkeit und langsamem, sichtbarem Schaffen in einer Welt, die oft chaotisch und unsichtbar in ihren Abläufen war. Für diese Stunden war die Welt auf diesen Raum reduziert auf das Gefühl des kalten, nachgebenden Tons und die befriedigende Gewissheit, dass am Ende des Tages etwas Greifbares, Nützliches entstanden sein würde. Ein stiller Zeuge deiner Mühe in der großen, summenden Stadt. Die sechste Standi von der Sonne auf dem steinernen Quadranten, einen nahen öffentlichen Ohr verkündet, brachte eine plötzliche, kollektive Entspannung. Das Summen der Werkstatt verstummte. Die Hände, die eben noch den Ton geformt hatten, wurden in eine Schale mit kühlem Wasser abgespült, das sofort trübe wurde, die Werkzeuge wurden abgelegt. Die Arbeit war für den Tag getan, oder zumindest für den intensivsten Teil. Der Nachmittag gehörte den Besorgung, der Erholung, dem Leben außerhalb der 4 staubigen Wände. Du wischtest den letzten grauen Schlamm von deinen Unterarmen, nahmst dein kleines Leinentuch, in das du dein einfaches Prandium gewickelt hattest,
und tratst hinaus in die gleißende Mittagssonne. Da hielt sie wohl jetzt eine physische Präsenz, die auf den Schultern lastete und die Luft über den Pflastersteinen flimmern ließ. Du suchtest nicht nach einer Taverne, das war ein Luxus für einen Geldbeutel. Stattdessen steuerte deine Füße einen vertrauten, schattigen Ort an, die breiten, abgenutzten Stufen eines öffentlichen Brunnens, der an einer kleinen Platzaufweitung zweier Gassen stand. Das Wasser plätscherte stittig aus einer steinernen Maske, die einen bärtigen Flussgott darstellte, in das halbrunde Auffangbecken darunter. Der Klang war kühl und einladend. Du setztest dich auf eine Stufe, die noch im Schatten des angrenzenden Gebäudes lag, den Rücken gegen den warmen Stein gelehnt. Von hier aus hatte man einen guten Blick auf das kleine Theatral Mundi des Platzes. Das Mittagessen war spartanisch, das restliche Stück Brot vom Morgen, jetzt etwas zäh, aber noch essbar, ein kleiner Klumpen salzigen Schafskäses, eingewickelt in Weinblätter, und eine Handvoll getrockneter Oliven, deren runzlige Haut unter den Zähnen nachgab und einen öligen, bitteren Geschmack freisetzte. Du aßt langsam, beobachtend. Ein paar andere hatten dieselbe Idee gehabt. Ein Lastenträger kaute schweigend auf einem Stück Fladenbrot. Eine alte Frau teilte ihre Ration mit einem mageren Hund, der seinerseits mit hoffnungsvollem Blick dastand. Das Plätschern des Brunnens übertönte die Geräusche der Stadt zu einem gedämpften Hintergrundrauschen. Und während du kaustest, begannen deine Augen zu wandern, nicht über die Menschen, sondern über die Wände, die den Platz umrahmten. Sie waren ein lebendiges Archiv, ein Chaos aus kommunizierendem Schmutz und absichtlicher Mitteilung. Jede freie Flecke aus Putz, jede glatte Siegel war bedeckt mit Graffiti, einer überlagerten Palimpsest aus Farben und Kratzen. Die rote und schwarze Kreide, der scharfe Stein, der spitze Metallstift, sie alle hatten hier ihre Spuren hinterlassen. Zuerst fielen die einfachen, banalen Botschaften in Sorge, die überall in der Stadt zu finden waren, wie die in Pompeji gefundenen. In unsicherer, kindlicher Schrift kräkelte jemand. Asterisk KKK, Cave Malam, Chasseur, hüte dich vor dem Übel. Eine grobe Warnung direkt neben der Brunnenische, darunter in größeren, stolzeren Buchstaben. Asterisk Kiliach Philisic, Phileros war hier. Eine einfache Anwesenheitserklärung, ein Wunsch, in der Anonymität der Stadt eine bleibende, wenn auch winzige Spur zu hinterlassen. Etwas weiter, in einem scherzhaften Ton, den man fast hören konnte. Asterisk führen Quelns plus. Vereinigung der Diebe. Ob es eine echte Bande war oder nur der Witz eines Betrunkenen, war unmöglich zu sagen. Diese Inschriften waren das Gemurmel der Straße, in Stein geritzt, persönlich und doch universell, doch dann dominantär und in frischer Farbe, oft in einem kräftigen Rot, das wie Blut auf dem hellen Putz wirkte, tauchten die politischen Parallelen auf. Sie waren überall ein Wolf von Namen und Befehlen. Asterisk LOCOEM, Poppidium, A-Dialem, Facetastic, Welt Lucius, Perpidius zum Edilen. Daneben, fast als direkte Antwort, Markham Holsconium Diogeneum est. Marcus Holconius ist würdig.
Die Wahlen für die niederen Ämter, die Ädilen, die für die Straßen, Märkte und öffentlichen Spiele verantwortlich waren, ständen bevor. Für die meisten Bewohner Roms waren diese lokalen Wahlen die einzige Politik, die unmittelbare Auswirkungen hatte. Ein guter Ädel konnte die Straßen reinigen lassen, die Preise auf dem Markt überwachen, prächtige Spiele finanzieren. Ein Schlechter ließ alles verkommen. Der stille Erzähler in dir betrachtete diese Parolen mit sachlicher Distanz. Dies war keine spontane Volksäußerung. Jedes dieser professionell gemalten Plädoyers kostete Geld und Mühe. Hinter ihnen standen organisierte Gruppen, oft Banden Junker, kräftige Männer aus den Vichy, den Stadtvierteln. Sie wurden von den ambitionierten Kandidaten oder deren reichen Unterstützern bezahlt, um in der Nacht aufzutauchen, mit Eimern voll Farbe und Pinsel aus Schwanzhaaren und die Wände mit den Namen ihres Auftraggebers zu überziehen. Es war eine Form der Werbung, laut und unübersehbar. Manchmal kollidierten diese Banden, und dann fand man am Morgen zwei übermalte Parallelen in einem Kampf aus Pigmenten oder eine Wand, die mit Beleidigungen über den gegnerischen Kandidaten beschmiert war. Poppedis Piste Esti. Poppedis ist ein Bäcker, was weniger eine Berufsbezeichnung als eine schwere Beleidigung sein sollte, die ihn als gemeinen Arbeiter brandmarkte. Es war ein fest etablierter Teil des politischen Mechanismus, so normal wie das Verteilen von Geschenken an die Wählerschaft oder das Abhalten öffentlicher Bankett, die Existenz dieser organisierten Gruppen, die manchmal als Kollegier Evenim oder einfach als die Jugend eines Viertels bezeichnet, wurde sanft eingeführt, als ein historisches Faktum, nicht als bedrohliche Anomalie. Sie waren die Hände, die die Worte an die Wand brachten, die Fußsoldaten der lokalen Politik. In diesem Moment in der friedlichen Mittagssonne wirkten ihre Werke wie bloße Decoration, ein Teil des urban Mosaiks. Die Namen Papidius, Holconius, Rufus, Sabinus klangen hohl wie wiederholte Beschwörungsformen, deren Macht erst in der hitzigen Atmosphäre des Wahlkampfes oder der Aufregung der Spiele spürbar werden würde. Du bändest deine letzte Olive, wischtest die Hände am Tuch ab. Der Käse hatte einen durstigen Nachgeschmack hinterlassen. Du beugtest dich vor, schöpfest mit den Händen Wasser aus dem fließenden Strahl des Brunnens und trankst. Es war kühl und metallisch, ein Labsal. Als du dich wieder aufrichtetest, fiel dein Blick auf eine neuere, besonders sorgfältig ausgeführte Inschrift in leuchtendem Rot. Asterisk Quote for Curious Quispius Pansam. A good man times die Botschaft war weißbrüchig. Das griechische Agathos neben das lateinische Bonum gesetzt. Ein Zugeständnis an die vielen griechischsprachigen Bewohner der Stadt. Selbst in der Propaganda spiegelte sich die Vielfalt Roms wider. Du standst auf, das Tuch wieder zusammengefaltet. Die Mittagspause war vorbei. Die politischen Graffiti blieben an den Wänden stumme, farbige Zeugen der Ambitionen. Stumme, farbige Zeugen der Ambitionen und der organisierten Kräfte,
die unter der Oberfläche des täglichen Lebens brodelten. Sie waren weder gut noch böse, sie waren einfach da, so wie der Brunnen da war oder die Sonne, die jetzt gnadenlos auf dem Platz brannte. Du nahmst den leeren Beutel und tratst zurück in den Strom. Ließest die schreienden Namen und die stillen Bekenntnisse der Anwesenheit hinter dir. Der Nachmittag rief, und mit ihm die nächste Pflicht, der ganze Markt in das Gewühl vom Fleisch, Geld und alltäglichen Geschäften, wo die Auswirkungen der Politik auf die Wand vielleicht konkrete Formen annehmen würden. Der Weg zum Forum Boerium führte den Tiber entlang, wo die Luft sich veränderte. Der komplexe Geruch der Wohnviertel, eine Mischung aus Mensch, Rausch und Abfall, durch eine einfacheren, rohen Duftpalette. Süß war der scharf, mineralische Hauch des Flusses selbst, des schlammigen, träge fließenden Wassers, das Abfälle und Geschichte trug. Dann, als sich die gewölbten Bögen der Pompsamius vor einem auftaten und die Silhouetten der Tempel des Herkules und des Portunus am anderen Ufer sichtbar wurden, kam eine neue Welle, ein süßlicher, schwerer Gestank, der in der heißen Nachmittagsluft hing wie eine unsichtbare Decke. Es war der Geruch von Blut, von gedämmten Tieren, von heißem Fleisch und verbranntem Horn, der Geruch des Viehmarktes und der Schlachthöfe, die in seiner unmittelbaren Nachbarschaft lagen. Das Forumbarium war kein Platz im herkömmlichen Sinne, sondern ein weites, staubiges Areal, das sich zwischen Flussufer und den Hängen des Aventins erstreckte. Hier pulsierte das tierische Herz der städtischen Versorgung. Das Gedränge war anders als im Subura. Weniger ein geschlossener Strom, mehr ein wogendes Meer von Herden und Händlern. Das Erste, was die Sinne überwältigte, war der Lärm. Ein tiefes, ein haltendes Murren von hunderten Reinden, die im provisorischen Holzbestände zusammendrängt waren. Ein Chor der Verwirrung und des Unbehagens. Das durchdringende ängstliche Blöken von Schafen, das geckende Geschrei von Geflügel in transportablen Käfigen und das laute, heisere Schreien der Verkäufer, die ihre Ware anpriesen oder mit potenziellen Käufern feilsten. Den Weiden bei Weh, gesund Wein Gott, brüllte ein Mann mit einem Gesicht so ledrig wie das Vieh, das er verkaufte, während er einem stämmigen Ochsen, mit einem stämmigen Ochsen, der Staub von unzähligen Hufen und Füßen aufgewirbelt, lag in der Luft und überzog alles mit einem feinen Beigenfilm. Die Sonne brannte darauf herab, ließ die Luft über den Tierkörpern flimmern. Du bahntest dir einen Weg durch das Chaos. Vorbei an den Pferdchen, wo die großen, dunklen Augen der Rinderstrumpf ins Nichts starrten. Vorbei an Händlern, die Schafsfell auf dem Boden ausbreiteten, ihr Leder noch feucht und glänzend, der süßliche Gestank wurde intensiver. Als sich der Weg an den niedrigen, langgestreckten Gebäuden der Schlachthöfe vorbeischlängelte. Aus den offenen Türen drang des Dampf, Hämmern von Beilen, das scharfe Zischen von Metall auf Schleifsteinen und gelegentlichen Kurzes, ersticktes Stöhnen, an Karren, beladen mit frischen, blutroten Wirtel, rumpelte vorbei,
verfolgt von einem Schwarm sammende Fliegen. Es war ein Ort des rohen Lebens und des unverblümten Todes. Und die Gleichgültigkeit, mit der beides hier behandelt wurde, war atemberaubend. Dies war keine Grausamkeit, sondern schiere Notwendigkeit. Eine Stadt von einer Million Meilen musste gefüttert werden. Dein Ziel war spezifischer. Du suchtest nach einem der kleineren Stände. Am Rande des eigentlichen Viehhandels, wo landwirtschaftliche Produkte verkauft wurden. Käse, eingemachtes Obst, grobes Salz. Du fandest ihn schließlich, einen schattigen Unterstand aus Segeltuch, der an die Seite eines steinernen Lagerhauses gespannt war. Hinter einem grob gegimmerten Tisch thronte ein älterer Mann mit einem freundlichen, von der Sonne geröteten Gesicht, vor sich aufgedeckt, eine Auswahl von Käseleiben. Einige hartende gelbe Wachs, andere weiße und vom bläulichen Adern durchzogen. Der Handel war schnell. Ein paar Kupfermünzen wechselten den Besitzer und ein Stück eines festen, salzigen Pecorino in ein sauberes Lappenstückwickel landete in deinem Beutel. Der Käse nickte wortlos, sein Blick schon zum nächsten Kunden wandernd. Während du den Beutel wieder an deinen Gürtel bandest, bliebst du für einen Moment stehen, eingezogen von einem Gespräch, das hinter dir, zwischen zwei Männern an einem Stand mit Terrakotta-Gefäßen, geführt wurde. Ihre Stimmen waren nicht laut, aber in einer vorübergehenden Pause des allgemeinen Lärms deutlich zu verstehen. Und dann kam wieder gestern erbehmend. Kurz bevor ich zusperrte, sagte der Erste, ein Töpfer mit schmalen Schultern und nervösen Händen, die unentwegt einen Krug drehten, nicht mal einer der jungen Hitzköpfe. Ein älterer mit einer Narbe hier. Er tippte sich an die Schläfe. Der zweite Mann, ein Gemüsehändler mit einem leeren Korb zu seinen Füßen, seufzte tief. Bei mir ist es immer derselbe Bursche, lächelt sogar. Für den Schutz, Meister, sagte er, als ob ich ihn darum gebeten hätte. Was verlangen Sie dieses Mal? 2 Denarii pro Woche. Einen für die Jungs vom Eventen, sagte er. Den anderen für die Jungs. Coordination. Der Gemüsehändler spuckte das Wort aus wie eine faule Mief. Coordination. Als ob sie die Sterne ausrichteten, sie koordinieren, dass mein Stand nicht in 1000 Stücke zerschlagen wird, wenn ich einmal nicht da bin. Der Töpfer nickte müde. Es ist wie eine Steuer, nur dass der Public Hannes vom Staat wenigstens mal Quitting gibt. Diese hier, du zahlst an das Einzige, was du bekommst, ist die Abwesenheit von Ärger. Genau, eine städtische Steuer für die Straßenreinigung, die sie nicht machen und für den Frieden, den sie selbst stören. Der Gemüsehändler zuckte mit den Schultern. Eine Geste der endgültigen Resignation. Man gewöhnt sich dran. Es ist Teil der Miete, so wie der Staub. Das Gespräch ebbte ab, als ein Kunde den Gemüsestand näherte. Die beiden Männer wechselten einen letzten, bedeutungsschweren Blick, dann wandten sie sich ihren Geschäften zu. Die Klagage war nicht wütend, nicht rebellisch. Sie war nüchtern, fast sachlich. Es war nüchtern, fast sachlich. Es war die Anerkennung eines weiteren Faktors in der komplizierten Wirtschaft des Überlebens, eine informelle Abgabe für das Privileg, ungestört handeln zu dürfen.
Der Begriff Schutzgebühr hing in der staubigen Luft, so greifbar wie der Geruch vom Tierenblut. Du wandtest dich ab und ließest die Händler hinter dir. Dein Blick schweifte über das Gewimmel und fiel auf eine reglose Gestalt, die im Schatten des Tempels des Herkules Olivarius lehnte. Es war ein Vigilis, ein Angehöriger der nächtlichen Feuer- und Stadtwache. Seine einfache Tunike war schmutzig, an seiner Hüfte baumelte ein kurzes, stumpfes Schwert, das eher ein Werkzeug zum Aufbrechen von Türen als eine Waffe war. Er lehnte gegen einen steinernen Pfeiler, den Kopf leicht nach hinten geneigt, die Augen geschlossen. Die Sonne hatte ein Dreieck aus Licht über seine ausgestreckten Beine gemalt. Er schlief oder tat zumindest so. Sein Präsentier am helligsten Tag wirkte dekorativ, ein offizielles Siegel auf einem Ort, der seine eigenen, ungeschriebenen Gesetze zu haben schien. Die Beschwerde der Händler über nächtliche Dämmerlehrungen klang wie ein Kommentar zur Wirksamkeit dieses offiziellen Wächters. Der Nachmittag neigte sich, die Hitze ließ langsam, aber unmerklich nach. Die Geschäfte auf dem Forum Barium gingen weiter, das Mühen und Feilschen, ein niedernder Kreislauf. Du hattest, was du brauchtest, den Käse im Beutel, das Gespräch der Händler im Ohr und das Bild des dösenden Vigilis vor Augen. Schobst du dich zur dösenden Vigilis vor Augen, schobst du dich zurück durch die Menschen und Tiermengen, weg vom Gestank und Lärm, hin zu den etwas geordneten Straßen, die zu den Bädern führten. Die Schutzgebühr war keine Bedrohung gewesen, nur eine Tatsache, so gewöhnlich und unausweichlich wie der Staub auf den Sandalen oder der süßliche Geruch in der Luft. Sie war ein weiterer Faden im unsichtbaren Netz, das die Stadt unter ihrer offiziellen Marmorfassade zusammenhielt. Ein Netz, das von Händen gewebt wurde, die keine Toga trugen. Die Stunde war die Stunde der Reinigung, nicht nur des Körpers, sondern auch des Geistes vom Staub und der Mühe des Tages. Der Weg von den tierischen Düften des Forum Barium zu den Firmen des Agrippa am Campus Martius führte durch eine Verfeinerung der Atmosphäre. Die Engingassen der Werkstätten und Märkte öffneten sich zu breiteren, von Portiken gesäumten Straßen, wo der Schatten tiefer und die Luft etwas leichter schien. Die Gedanken an die klagende Händler und den Geruch von Blut verblassten langsam, ersetzt durch die vorausschauende Erwartung der Wärme und des Wassers. Die Firmen waren kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit, ein demokratisches Recht auf Sauberkeit und Entspannung, für das selbst die Ärmsten das wenige Kupfer opfert. Das Gebäude tauchte am Ende einer langen, geraden Straße auf. Seine gewaltige Backsteinfassade von der tiefstehenden Nachmittagssonne in warmes Rot und Ocker getaucht. Es war keine elegante, mit Marmor verkleidete Struktur wie die späteren kaiserlichen Bäder, sondern ein massiver, funktionaler Block, dessen Ausmaße dennoch Ehrfurcht einflößten. Dampfschwaden, weiß und wolkig, kräuselten sich aus mehreren runden Öffnungen im Dach und lösten sich in der blauen Luft auf. Ein stetiger Strom von Menschen bewegte sich durch die hohen gewölbten Eingangstore.
Männer in Tuniken, einige mit Sklaven im Schlepptau, andere allein wie du, vor dem Eingang. Auf einem Eingangstisch saß der Bademeister, ein entsetzter Mann mit einer Wachstafel und einem schweren Geldkasten aus Bronze. Die Gebühr war minimal. Ein einziger Quadrans, die kleinste Kupfermünze. Du ließest die Münze in sein ausgestreckte, schwierige Hand fallen, ein leises Kling, das deinen Eintritt in eine andere Welt besiegelte. Nickte, ohne aufzublicken, und kritzelte einen Strich auf seine Wachstafel. Ein weiterer Ammoniakunde in einer endlosen Kolonne. Durch das Tor tratst du in die Appendiciarium, die Umkleide. Die Lautstärke der Straße brach sofort ab. Es setzt dort ein gedämpftes, hallendes Gemurmel und das Echo nackter Füße auf nassem Stein. Der Raum war riesig. Ein langes, gewölbtes Refektorium, dessen Wände mit Reihen über Reihen von hölzernen Nischen bedeckt waren, jede nummeriert mit roten römischen Ziffern. Die Luft war kühl und roch nach feuchtem Holz, altem Schweiß und dem scharfen, säuerlichen Duft des Reinigungsmittels, mit dem die Böden geschrubbt wurden. Hier vollzog sich das erste verletzliche Ritual. Du löstest den Gürtel, schlüpftest aus der groben Tunike und faltete sie sorgfältig zusammen. Die Sandalen wurden daneben gelegt. In der Nische, deren Namen du dir einprägtest, verstattest du deine wenigen Habseligkeiten, die gefaltete Kleidung, den Beutel mit dem erworbenen Käse, den kleinen Ledersack mit den restlichen Münzen. Es war ein Akt des Vertrauens, der von einem leisen, aber ständigen Gedanken begleitet wurde, einem Grundrauschen der Vorsicht des alle hier teilten, der Gedanke an Diebstahl. Die Nischen hatten keine Türen, nur Vorhänge, die man für einen weiteren Quadrans mieten konnte. Die meisten wie du verzichteten darauf und verließen sich auf die Wachsamkeit der Badesklaven oder einfach auf das Glück. Doch der Gedanke war immer präsent, ein winziger Stachel in der Entspannung. Ein Blick ging zu den Kapsereien, den Sklaven, die speziell für die Befestigung der Kleider abgestellt waren und gelangweilt an den Wänden lehnten. Ihre Aufmerksamkeit war unzuverlässig, ein offenes Geheimnis. Das Risiko gehörte zum Ritual dazu, wie die Gebühr am Eingang. Man vertraute so gut man konnte, während man sich nun völlig nackt bis auf ein kleines Leinentuch, das man um die Hüften geschlungen hatte, in den warmen Dunst des Bades begab. Der Rest der Übergang führte in das Tepidarium, den lauwarmen Raum. Die Hitze schlug dir nicht entgegen, sie umarmte dich. Es war eine feuchte, sanfte Wärme, die von unter dem marmorgekachelten Fußboden aufstieg, beheizt durch das Hypokostensystem, das Rauch und heiße Luft durch hohle Ziegel leitete. Der Kontrast zur kühlen Umkleid ließ die Haut sofort prickeln, und eine tiefe, körperliche Entspannung breitete sich aus, als würden die verkrampften Muskeln von den Tagen der Töpferei und des Gedränges langsam aufgetaut. Der Raum war nicht heiß genug zum Schwitzen, nur zum Aufwärmen, zum Vorbereiten. Das Licht war gedämpft, kam vom kleinen, hochgelegenen Fenstern, durch die Nachmittagssonne in milchigen Strahlen fiel und den ständigen Dampf in der Luft sichtbar machte. Du setztest dich auf eine der langen, mit Marmor verkleideten Bänke, die die Wände säumten.
Die Oberfläche war angenehm warm. Dich herum vollzog sich das soziale Ritual der Thermen in seiner entspanntesten Form. Hier wurde nicht gebadet, sondern verweilt, geplaudert, beobachtet. Geschäfte wurden besprochen, nicht mit der Hektik des Forums, sondern mit der bedächtigen Ruhe von Männern, deren Körper sich in Sicherheit wähnten. Zwei Händler, ihre Bäuche über die Tücher gewölbt, diskutierten die Fracktraten für ein Livenel von Hispania, ihre Stimmen ein gleichmäßiges Murmeln. Und wenn die Sommerstürme kommen, verdreifacht sich der Preis für die Versicherung. An einer anderen Stelle wurde Klatsch ausgetauscht. Leise und intimer eine Gruppe jüngerer Männer, ihre Körper schlank und von der Arbeit oder den Übungen auf dem Campus gezeichnet, lachte über einen gemeinsamen Bekannten, dessen Frau angeblich ein Auge auf einen Sklavenhändler aus Antiochia geworfen hatte. Und der mehr merkt nix, weil er nur in seine Pferde für die Rennen denkt. Ihr Lachen war ein weiches, kameradschaftliches Geräusch, das im Dampfverhalter ein älterer Mann mit einer Brust, die von Narben und schütterem, weißen Haar gezeichnet war, rieb sich minutenlang mit duftendem Öl ein, das er aus einer kleinen Glasflasche auftrug, wobei er jeden Muskelstrang mit konzentrierter Sorgfalt bearbeitete. Ein anderer ließ sich von einem persönlichen Sklaven die Nägel schneiden, die Hand auf das Knie des Dieners gestützt, sein Gesicht ein Ausdruck abwesender Würde. Es war ein Schauspiel der Entblößung und der Gemeinschaft, wo soziale Unterschiede durch die gemeinsame Nacktheit etwas abgeschliffen wurden, aber nie ganz verschwunden. Der Reiche war in seinem wohlgenährten Körper, dem Glanz seiner Öle und der Anwesenheit eines Sklaven zu erkennen, der Armee an den harten Schwielen und der schlichten Einfachheit seiner Haltung. Du lehntest dich zurück, ließest die Wärme in die Knochen sinken. Der Geruch war hier komplexer. Der mineralische Duft von heißem Stein und Wasser, vermischt mit dem süßen Aroma vom teuren Saubölen, Nade, Ceder, Rose, die von den Körpern der Wohlhabenderen ausgingen, und dem grundlegenden, sauberen Geruch von Schweiß, der nun langsam aus den Poren trat. Das gedämpfte Gemurmel der Gespräche, das ferne Plätschern von Wasser aus den angrenzenden Räumen, das regelmäßige, schlürfende Geräusch von Füßen auf nassem Marmor. All dies bildete eine beruhigende Symphonie. Für diesen Moment in der sanften Umarmung des Tepidarium, während die Sorgen des Tages, die Schutzgebühren der Händler, die staubige Arbeit der Werkstatt, weit weg. Sie existierten in einer anderen Welt, jenseits dieser dampfenden, steinernen Höhle. Hier gab es nur die Elemente Rotat, der Wärme, das Schauspiel der menschlichen Gesellschaft in ihrem Entschliff des Seins, in ihrem entspanntesten Zustand, und die stille Vorbereitung auf die intensiveren Reinigungsrituale, die noch kommen würden. Der Körper entspannte sich und der Geist, für eine Weile befreit von der Notwendigkeit der Wachsamkeit, begann sich treiben zu lassen. Vom lauwarmen Dämmerlicht des Tepidarium führte der Weg durch einen kurzen, gewölbten Gang, und die Hitze stieg mit jedem Schritt spürbar an. Die Luft wurde dick, fast trinkbar, gelend mit einer feuchten Glut,
die sofort einen feinen Schweißfilm auf die bereits erwärmte Haut legte. Dann tratst du in das Caldarium und die Sinne wurden überwältigt. Die Hitze war higher, eine physische Präsenz, eine Wand aus befeuchteter Glut, die in die Lungen drang und die Gedanken auf das unmittelbare, körperliche Dasein redigierte. Der Raum war kreisrund, dominiert von einem großen, rechteckigen Becken, in dessen klarem, dampfendem Wasser der Körper anderer Männer wie Wasser. Träge Fische schwebten oder an den Rändern ihre Gesichter in einem Ausdruck stumpfer Seligkeit entspannt. Hoch oben warf eine runde Öffnung in der gewölbten Decke des Oculus einen schrägen Strahl Nachmittagssonne herein, der den aufsteigenden Dampf durchschnitt und ihn zu einer wirbelnden goldenen Substanz machte, in der die Staubkörner wie winzige Funken tanzten. Du stiegst die flachen Marmorstufen ins Becken hinab. Das Wasser durch unterirdische Heisruhen auf nahezu schmerzhaft die Temperatur gebracht, umschloss die Glieder mit einem intensiven, durchdringenden Brennen, das nach wenigen Sekunden in eine tiefe, lähmende Wohltat überging. Du lehntest den Kopf gegen den warmen Beckenrand, schlossest die Augen. Das Gemurmel der Stimmen hier war noch gedämpfter, vom Wasser und der drückenden Hitze erstickt. Nur gelegentliche Seufzer der Zufriedenheit oder das leise Plätschern einer Bewegung durchbrachen die Stille. Die Hitze trieb den Schweiß in Strömen aus den Poren, spülte den Staub der Straßen und den feinen Ton der Werkstatt aus, löste die letzten Verspannungen in Schultern und Rücken. Für lange Minuten existierte nichts als diese primitiv wohltuende Glut. Doch das Ritual verlangte Kontrast. Du stiegst aus dem Becken, der Körper schwer und rot von der Hitze, und gingst, tropfend, durch einen anderen Bogen. Hier war die Luft scharf und kühl. Das Frigidarium war ein kleinerer, hoher Raum, gekrönt von einem kalten, klaren Becken. Das Wasser darin kam frisch aus der Aquäduktleitung. Ohne Zügen, fast mit einer Art ritueller Pflicht, stiegst du die Stufen hinab und tauchtest unter. Der Schock war absolut ein jäh, atemraubender Griff aus Eis, der das Blut in dann einfrieren und das Herz einen Schlag aussetzen ließ. Es war eine gewaltsame Reinigung, die die Poren schloss, die Sinne schärfte und den Körper mit einem elektrischen Ruck zurück ins volle Bewusstsein riss. Du tauchtest auf, schnappend nach Luft, die Haut sofort mit Gänsehaut bedeckt, aber lebendig, gestellt, gereinigt. Nass und zitternd vor der plötzlichen Kälte verließest du das Becken und winktest einem der herumstehenden Badesklaven. War ein junger Mann, vielleicht aus Thrakien oder Syrien, mit ausdruckslosen Augen und kräftigen Händen. Ohne ein Wort zu sprechen, führte er dich zu einer der steinernen Liegen, die den Raum umstanden. Du legtest dich auf dem Bauch, das Gesicht in eine Vertiefung im Stein gedreht, die den Atem freigab, der sklavig aus duftendes, dünnes Olivenöl seiner kleinen Amphore auf deinen Rücken und begann mit seinen Händen zu arbeiten. Seine Bewegungen waren routiniert, kraftvoll und doch nicht grob. Die Hände knetteten die Muskeln des Nackens,
der Schultern, des unteren Rückens, drückten die letzte Müdigkeit und Steifheit heraus, die selbst die Hitze nicht hatte lösen können. Es war eine unpersönliche, funktionelle Intimität, ein weiterer Dienst, für den man am Ausgang ein paar zusätzliche Asses in die bereitgestellte Schale werfen würde. Nach der Massage kam das Schaben. Der Sklave nahm eine Stragilis, einen gekrümmten Bronzeschaber mit einem stumpfen Rand, und begann sie über deine gerollte Haut zu ziehen. Das Metall war kühl, mit langen, gleichmäßigen Zügen schabte er das Öl, den gelösten Schweiß, den unsichtbaren Schmutz der Stadt und die abgestorbenen Hautschüppchen, ab die sich in einer schmutzigen, grauen Post-it auf der Klinge sammelten, die er regelmäßig an einem Tuch abwischte. Das Geräusch war ein sanftes, metallisches Schäben, ein rhythmisches Kratzen, das seltsam befriedigend war. Mit jedem Zug fühlte sich die Haut sauberer, glatter, neugeboren an. Es war die endgültige Trennung von der Arbeit und dem Schmutz des Tages. In dieser ruhigen, nach der Kälte des Frigidarium, dann wieder angenehm kühlen Atmosphäre, während der Körper bearbeitet wurde, öffneten sich die Ohren für die Gespräche, die um einen herum schwebten. Die Stimmen waren entspannt, gesättigt von Wohlbefinden. Ein Team erschien heute besonders im Schwunge zu sein. Also die vom Eventen hatten die besten Plätze. Direkt neben der Spine, keine Frage, sagte eine wohlgenährte Stimme von einer benachbarten Liege. Wie haben Sie das nur geschafft? Die Plätze für die ersten 3 Reihen sind doch normalerweise für die Gilden und Patrone reserviert. Eine zweite, rauere Stimme antwortete, reserviert. Ja, aber reserviert heißt nicht besetzt. Die Jungs vom Aventin waren einfach da, eine Stunde vor Sonnenaufgang, ein ganzer Trupp. Wo wir sich schon mit 50 halbstarken Idioten anlegen, die bereit sind, für einen besseren Blick auf die Wagen eine Rippe zu brechen. Ein leises, wissendes Lachen. Die vom Subura waren außer sich. Sie dachten, die Plätze auf der Nordseite wären ihr Gebiet. Da gab es beinahe Handgreiflichkeiten, bevor die Präterien überhaupt aufgetaucht sind. Handgreiflichkeiten bei den Spielen, das wäre doch mal eine Attraktion gewesen, sagte die erste Stimme amüsiert. Aber im Ernst, diese Collegia Juventum, manchmal sind sie lästig wie Fliegen, aber man muss zugeben, sie haben Organisation. Wer auch immer ihren Patronus ist, erhält sie gut in der Hand. Das Gespräch driftete ab, verglich die verschiedenen Stadtteilbanden, als wären es Sportmannschaften. Es wurde von der Jugend des Kalis berichtet, die sich auf das Beschützen der Händler auf der Via Appia spezialisiert habe, und von der Gruppe von Viminal, die angeblich die besten Graffiti-Maler der Stadt stellte. Der Ton war nicht besorgt, nicht anklagend. Es war die sachliche Diskussion über ein bekanntes Phänomen, fast mit einem Unterton des Stolzes auf die eigene Viertelmannschaft. Es wurde klar, dass diese Banden, diese informellen Kollegier, ein fester, fast institutionalisierter Bestandteil des städtischen Gefüges waren. Sie konnten bei Festen oder Spielen für Unruhe sorgen. Ja, aber sie konnten auch für Ordnung sorgen, ihre eigene Ordnung. Sie waren die Hände, die wohl parallel malten, die Massen bei öffentlichen Veranstaltungen lenkten oder kontrollierten.
manchmal die Muskeln, die ein lokales Geschäft vor allzulästiger Konkurrenz beschützten. Für die lokalen Politiker, die Idyllenkandidaten, waren sie ein zweischneidiges Schwert, eine potenzielle Quelle von Ärger, aber auch ein nützliches Werkzeug, um Präsenz zu zeigen, Gefolgschaft zu mobilisieren, die Straßen seines Bezirks zu kontrollieren. Sie waren weder gut noch böse. Sie waren eine Kraft, so natürlich wie der Tiber, die man kannte, mit der man lebte und die man, wenn nötig, für seine eigenen Zwecke, seine Zwecke zu nutzen versuchte. Die Strigilis hörte auf zu schaben. Der Sklav trat mit einem kurzen Nicken zurück, seine Arbeit war getan. Du setztest dich auf, fühltest die ungewöhnliche Glätte der Haut, die Kühle der sauberen Poren. Der Körper fühlte sich leicht an, befreit, sowohl von physischem Schmutz als auch, für einen Moment, von der Last des Verstehens. Die Gesprächsfetzen über die Jugendbanden verklangen im allgemeinen Hall des Raums, wurden zu einem weiteren Bestandteil des Badehintergrunds. Sie waren Teil des Gewebs sowie der Dampf um das Marmorbecken. Du standst auf, wickeltest das Leinentuch wieder um die Hüften und machtest dich auf den Rückweg zur Apodarium. Der Reinigungszyklus war abgeschlossen. Der Körper war gesäubert, gekühlt, gestellt. Der Geist war ruhig, aber dann auch mit der klaren, unaufgeregten Erkenntnis gesättigt, dass die Ordnung der Stadt viele Schichten hatte und dass die lässigen jungen Männer in den schattigen Ecken und die organisierten Trupps bei den Spielen nicht bloß störende Individuen, sondern die sichtbaren Glieder eines unsichtbaren, kraftvollen Netzes waren, das unter der offiziellen Oberfläche Roms lag. Du kleidettest dich wieder an die Tunika, fühlte sich rauer an den, je gegen die gereinigte Haut, und verließest die Thermen. Die Abendluft draußen war überraschend kühl. Der Tag neigte sich dem Ende zu, und mit der Dämmerung würde eine andere Art von Gesetz in den Gassen zu herrschen beginnen. Das letzte, langgezogene Gold des Tages wich einem kühlen, schwalen Violett, das vom Osten her über die Dächer kroch. Der Gang von dem dampfenden, geselligen Thermen zurück in die engen Schluchten des Subura war kein einfacher Weg, sondern ein allmähliches Durchschreiten verschiedener Welten, die sich mit der sinkenden Sonne verwandelten. Die breiten Straßen des Campus Martius waren noch beliebt, erfüllt vom geschäftigen Treiben derer, die ihre letzten Besorgungen erledigten oder sich zu frühen Abendessen aufmachten. Die Portiken warfen lang, tief Schatten, in denen sich Gruppen unterhielten, und die Luft roch nach dem Rauch der ersten Abendfeuer und dem süßen Duft von gebratenem Fleisch aus den Garküchen. Doch mit jedem Schritt nach Osten, hin zum Herz der alten Stadtviertel, veränderte sich die Atmosphäre subtil, aber unausweichlich. Die Hauptstraßen, die wie Arterien durch die Stadt führten, behielten eine Restwärme des Tages bei. Fackeln wurden vor den reicheren Domos entzündet. Ihr unruhiger, rußender Schein warf tanzende Geister auf die verputzten Wände. Hier patrouillierten gelegentlich kleine Gruppen von Vigils der Nachtwache, erkennbar in ihren einfachen Tuniken und den mit Wasser gefüllten Ledereimen, die sie für den Fall eines Feuers bei sich trugen. Ihre Blicke waren wachsam, aber ihre Zahl war kläglich gering für das Labyrinth.
der sie zu überwachen hatten. Ihre Autorität war real, aber dünn gesät wie ein Netz mit zu weiten Mäschen. Du bogst von einer solchen Straße, der Via Sacra in eine schmale Gasse bat, die in den Subura führte. Der Übergang war abrupt. Das letzte Bahnlift erreichte den Boden hier nicht mehr. Es klammerte sich nur noch an die höchsten Ziegelkanten der Insellöhe, ließ die Welt darunter in ein tiefes, blaues Grau fallen. Das Geräusch der Hauptstraße verklang schnell, ersetzt durch ein gedämpfteres, intimeres Klangbild, das ferne Lachen aus einem offenen Fenster, das Streiten einer Familie hinter dünnen Wänden, das Kratzen eines Hundes an der Holztür. Die Luft wurde stiller, kühler und trug nun deutlicher den untergründigen Ruf von Abfall und stehendem Wasser aus den Rinnsteinen. Deine Schritte verlangsamten, deine Schritte verlangsamten sich nicht aus Angst, sondern aus einer tief verwurzelten, praktischen Kenntnis. Deine Route nach Hause war nicht die kürzeste, sondern die bekannteste, die sicherste. Du wähltest sie bewusst, mit der automatischen Präzision der langjährigen Gewohnheit, eine bestimmte Kurve, wo die Gasse sich um einen alten, eingestürzten Brunnen schlängelte und in völliger Dunkelheit führte, wurde vermieden. Stattdessen nahmst du einen kleinen Umweg, der unter einem vorspringenden Bogen hindurchführte, von dem immer eine russige Lampe baumelte, die von der alten Witwe Cornelia gehängt wurde, die oben wohnte. Ihr schwacher, gelblicher Schein war ein vertrauter, tröstlicher Wegpunkt, ein anderer Durchgang, ein enger Bogen zwischen zwei Werkstätten, der nachts oft als Abkürzung genutzt wurde heute gemieden. Du hattest am Morgen frischen Urin und die Scherben einer zerschlagenen Weinamphore darin gesehen, Zeichen einer nächtlichen Auseinandersetzung oder einfach gedankenlose Verwahrlosung. Während du so gingst, mit den Sinnen wach für die sich verändernde Umgebung, erklärte der ruhige Erzähler in dir die unsichtbare Topographie der Macht, die offizielle Autorität, verkörpert durch die Prätorianergarde in ihrer Casa am Vivenal oder die Vigilers in ihrem Baracken, war bei Tageslicht sichtbar, aber ihre Reichweite war begrenzt. Nachts zogen sie sich auf Hauptstraßen und wichtige Plätze zurück. Ihre Macht war wie das Licht der Fackeln, hell und respekteinflößend, in ihrem unmittelbaren Kreis, aber dahinter ließ sie tiefe, undurchdringliche Schatten zurück. In diesen Schatten, in denigen verwinkelten Vici, den Stadtvierteln, die mehr durch gemeinsame Herkunft, Handwerk oder schlichte geografische Nähe definiert waren als durch offizielle Verwaltung, herrschten andere Gesetze, hier regierten informelle Autoritäten. Das konnte der Besitzer der größten Taverne an der Ecke sein, ein ehemaliger Gladiator mit einem Netz von Schuldnern und Gefälligkeiten. Es konnte der lokale Patron sein, ein ehemaliger Senator oder reicher Freigelassener, der von seiner Villa auf dem Hügel aus Schutz und Gefolgschaft in seinem alten Viertel organisierte. Und sehr oft, das wusstest du aus den Gesprächen in den Firmen und dem resignierten Tonderhändler, waren es die Oberhäupter der informellen Banden, der Collegia Elevenum. Diese Männer
vielleicht selbst noch jung oder in den besten Jahren, kannten jede Gasse, jeden Hinterhof, jedes versteckte Lager. Sie kannten die Schwachen, die Phalanxkräftigen, die Streitsüchtigen. Ihre Autorität beruhte nicht auf einem kaiserlichen Edikt, sondern auf Präsenz, auf dem stillschweigenden Konsens der Nachbarschaft und auf der einfachen, brutalen Fähigkeit, Vergeltung zu üben oder Schutz zu gewähren. Sie waren diejenigen Neding, die Schutzgebühr einsammelten, die dafür sorgten, dass politische Parallelen an die richtigen Wände kamen, die bei lokalen Festen für ihre Ordnung sorgten und die Grenzen ihres Wickes gegen Übergriffe rivalisierender Gruppen verteidigten. Es war kein Gruselmärchen, das dir durch den Kopf ging, während du die letzte, steile Gasse vor deiner eigenen Insel hinaufstiegst. Es war eine einfache, nüchterne Tatsache des Stadtlebens, so grundlegend und unausweichlich wie das Fehlen von Straßenlaternen. Die Stadt verwaltete sich nachts selbst, Stück für Stück, Viertel für Viertel. Das offizielle Rom schlief oder konzentrierte sich auf die Paläste und Tempel, das lebendige, atmende, kämpfende Rom in den Mietkasernen, kämpfende Rom in den Mietskasernen und engen Gassen gehorchte einem anderen Rhythmus, einem anderen Satz von Regeln. Du erreichtest den Gau deines Hauses. Aus der Taverne im Erdgeschoss drang gedämpftes Licht und das Gemurmel von Stimmen. Ein warmer, biersüßer Hauch strömte unter der Tür hervor. Du sagtest keinen Moment, betretest den dunklen Flur und begannst, die knarrende Treppe hinaufzusteigen. Das Gesetz der Gassen war da draußen. Hier hinter der eigenen Tür gab es ein anderes Gesetz, das der Erschöpfung der Einfachen Mahlzeit und dem Schlaf. Die informellen Autoritäten regierten ihre Gebiete, und du regiertest dein kleines Reich aus 4 Wänden. Es war eine Koexistenz, nicht immer bequem, aber funktional. Die Dunkelheit war nun vollständig, und mit ihr herrschte die Stille der vielen, unsichtbaren Vereinbarungen, die die Millionenstadt im Gleichgewicht hielten. Die Tür schloss sich hinter dir mit einem endgültigen, hölzernen Klicken, und die Welt draußen, das Gesetz der Gassen, die kühle, bedrohliche Dämmerung, wurde auf ein gedämpftes Gemurmel reduziert. Die eigene Wohnung empfing dich nicht mit Wärme, sondern mit einer vertrauten, stehenden Luft, die nach altem Öl, schlafenden Körper und dem trockenen Staub des Tages roch. Die Müdigkeit, die sich während des Bades aufgelöst hatte, war zurückgekehrt, eine schwere, wohlverdiente Last in den Knochen. Die Hände, heute Morgen noch geschmeidig im Ton, fühlten sich jetzt trocken und rau an. Das Ritual des Abends begann, langsam und methodisch. Die Vorbereitung der Szene des Abendessens war ein Akt der Sparsamkeit und Routine. Auf dem kleinen Herd in der Ecke einer einfachen Steinplatte mit einer Vertiefung für Holzkohle glomm noch eine letzte Glut vom Mittagsfeuer. Du blies sie vorsichtig wieder an, legtest ein paar Dürrspäne und ein Stück Holzkohl darauf und wartetest, bis eine stetige, kleine Flamme entstand. Darüber stelltest du einen schwarzen, dreibäumigen Bronzetopf, die Olle, die schon den ganzen Tag mit Wasser und eingeweichten Linsen gefüllt, auf dem Regal gestanden hatte. Während das Wasser langsam zu brodeln begann,
schnittest eine Zwiebel, die du am Vortag gekauft, hattest in grobe Stücke und warfst sie hinein. Es gab kein Fleisch, keinen Fisch. Das war für Festtage oder bessere Zeiten reserviert. Dies war das tägliche Brot der Armen und der einfachen Leute. Ein Eintopf aus Linsen, nahrhaft, füllend und eintönig. Doch selbst in dieser Einfachheit gab es eine Würze, ein Geheimnis, das den ganzen Raum durchdrang. Du griffst nach einer kleinen, schlanken Tonflasche mit einem engen Hals, die in einer Nische aufbewahrt wurde. Der Korken gab mit einem leisen Plop nach und sofort stieg ein Geruch auf, der so intensiv und komplex war, dass er alle anderen Düfte überwältigte. Garum. Fischsoße. Die Essensroms in flüssiger Form, der Geruch oder Umami, salzig, faulig und doch unwiderstehlich würzig. Ein Konzentrat des Meeres, das durch monatelang Gären und Salz in der südlichen Sonne entstanden war. Ein einziger Tropfen konnte eine ganze Schale Speisen verwandeln. Du neigtest die Flasche vorsichtig über den brodelnden Topf und ließest genau 3 Tropfen hineinfallen. Nicht mehr. Es war zu kostbar, um verschwendet zu werden. Die durchsichtige, bernsteinfarbene Flüssigkeit verschwand sofort im kochenden Wasser und augenblicklich veränderte sich der Duft des Eintopfs. Der eddig Geruch der Linsen verband sich mit der salzigen, tiefen Würze des Garum und schuf etwas völlig Neues, einen herzhaften, fast fleischigen Duft, der den Raum mit der Verheißung von Geschmack füllte. Während der Eintopf weiter simmerte, bereitest du den Rest vor. Das Brot vom Morgen, jetzt steinhart, wurde in dicke Scheiben geschnitten und auf einen flachen Teller gelegt, um es später in die Brühe zu tunken. Ein paar getrocknete Feigen, die letzten aus dem Vorrat, kamen dazu. Das Öllicht wurde entzündet, eine einfache Tonschale mit Olivenöl und einem gedrehten Docht aus Leinen. Sein flackender gelber Schein warf riesig, tanzende Schatten in die kahlen Wände, ließ die Ecken in undurchdringliche Dunkelheit fallen und schuf einen kleinen Kreis von Wärme und Sichtbarkeit um den niedrigen Tisch. Deine Söhne, zurück von ihrem Tag als Laufburschen für einen Gemüsehändler, setzten sich schweigend auf die Bodenmatten. Ihre Gesichter waren schmutzig, ihre Augen vor Müdigkeit halb geschlossen. Kein Wort wurde gewechselt. Die Anstrengung des Tages hatte alle Gesprächigkeit ausgetrieben. Du schöpfest den Eintopf in 3 einfache Tonschalen. Die Linsen waren weich und mellig, die Zwiebelstücke durchsichtig. Die Brühe war dunkel und trübe. Doch der erste Löffel, der zum Munde geführt wurde, offenbarte die Magie des Garumint. Der Geschmack war nicht einfach nur salzig. Er war tief, vielschichtig, fast mysteriös. Zuerst traf die Rein, klar Salzigkeit die Zunge, dann entfaltete sich ein umami-reicher, fast nassiger Unterton, der den erdigen Geschmack der Linsen in etwas Reiches und Befriedigendes verwandelte. Es war, als ob die Essenz eines ganzen Fisches konzentriert und transformiert in diese Brühe steckte. Ein Hauch von Ferne, von salziger Meeresbreise und fernen Häfen in Hispanien oder Afrika, lag in diesem Geschmack. Es war der Geschmack des Imperiums, selbst ein bescheidenes Luxusgut,
das über 1000 Meilen Handelsrouten gereist war, um schließlich hier in dieser ärmlichen Wohnung im Subura einem einfachen Eintopf Würze und Würde zu verleihen. Man kochte das in die Brühe getankte Brot, das sich weich und geschmacksgesättigt anfühlte, und trank den letzten Rest der Suppe direkt aus der Schale. Es war keine üppige Mahlzeit, aber sie füllte den Magen und stillte das tiefste Verlangen nach Geschmack. Während ihr aßt, drangen von draußen Geräusche herein durch das kleine, hochgelegene Fenster, das der Kühle der Nacht geöffnet worden war. Zuerst nur das jubliche, nächtliche Orchester, das Fernbellen eines Hundes, das Plätschern des Brunnens am Ende der Gasse, dann schärfer und näher ein Ausbruch von lautem, rauem Gelächter, gefolgt von dem Klirren von Tomkrügen, die zusammengestoßen wurden. Es kam aus der Taverne im Erdgeschoss, dem Kopone, die sich unter den Gewölben der Insel befand. Das Lachen wurde von hitzigem, sich überlagernden Stimmen übertönt. Eine Debatte oder ein Streit, dessen Worte nicht zu verstehen waren, nur die emotionale Woge der Erregung. Ein lauter Schlag, vielleicht eine Hand auf einen Holztisch, holte Dampf durch die Bodenbretter. Du dachtest daran, wie diese Tavernen, diese schummrigen, biertriefenden Höhlen, oft die informellen Hauptquartiere der Viertelbanden waren. Hier trafen sie sich außer Sichtweite der offiziellen Autorität, planten ihre nächtlichen Streifzüge, teilten die Schutzgebühren auf oder feierten einen Sieg bei den Spielen. Der Wirt, ein dicker, schweigsamer Surrer, war wahrscheinlich ihr stiller Partner, der für das Privileg, ungestört zu bleiben, freie Getränke und ein Ohr für Information lieferte. Die lässigen jungen Männer von der schattigen Eck am Morgen, die organisierten Trupps aus den Gesprächen in den Thermen, hier bei Wein und Bier, nahmen sie konkrete Gestalt an. Ihre Anführer mochten an diesem Tisch sitzen, ihre Autorität über das Viertel zwischen den Krügen aushandeln. Die Taverne war das Nervenzentrum des unsichtbaren Netzes, das unter der offiziellen Stadt lag. Doch in diesem Moment, mit dem warmen Eintopf im Bauch und der bleiernen Müdigkeit in den Gliedern, war es unmöglich, diesen Gedanken Bedeutung beizumessen. Du warst zu müde. Die Geräusche von unten waren nur ein weiterer Teil des nächtlichen Hintergrunds, so vertraut und unvermeidlich wie das Summen der Mücken um das Öllicht. Sie stellten keine Bedrohung dar, sie waren einfach da, ein Beweis für das pulsierende Leben der Stadt, das auch nach Einbruch der Dunkelheit weiterging. Deine Söhne waren bereits dabei, ihre Schalen abzulecken und sich dann, ohne ein Wort, auf ihre gemeinsame Matratze zu rollen. Ihre Atemzüge wurden schnell, tief und regelmäßig. Du bläst das Irrlicht aus. Die plötzliche Dunkelheit war absolut, ein sanftes Ertrinken der Sinne. Nur ein schmaler Streifen Sternenlosen, Violet Nachthimmels war durch das Fenster zu sehen. Die Geräusche aus der Taverne klangen nun gedämpfter, ein kontinuierliches, beruhigendes Murmeln, das sich mit dem eigenen Herzschlag vermischte. Der intensive Geschmack des Gerum lag noch auf der Zunge, ein letztes, sinnliches Echo des Tages. Die Sorgen, Schutzgebühren, die Macht der Banden, die unsichtbaren Gesetze der Gassen, all das schien jetzt weit weg, irrelevant hinter der Schwelle der eigenen Tür. Es gab nur die Erschöpfung,
die satte Wärme im Magen und das tiefe primitive Verlangen nach Schlaf. Morgen würde ein neuer Tag kommen, mit der gleichen Arbeit, den gleichen Strömen, den gleichen unsichtbaren Regeln. Aber in dieser Nacht, in der Stille der eigenen vier Wände, wo alles, was zählte, die einfache tierische Ruhe des Körpers, die Gedanken verloren sich, aufgelöst im Dunkel und im fernen, gleichmütigen Gemurmel der Stadt, die niemals ganz schlief, da eine Matratze aus gestiftem Leinen und altem Heu gab unter dem Gewicht des Körpers mit einem leisen, vertrauten Knirschen nach. Die Wolldecke, grob und kratzig, lag schwer auf den Beinen, eine notwendige Barriere gegen die Kühle, die nun durch das offene Fenster kroch. Du lagst auf dem Rücken, die Hände hinter dem Kopf verschränkt und starrtest in die Dunkelheit der Decke, die keine Form, nur ein tieferes Schwarz innerhalb des Schwarz des Raumes war. Der Tag war vorbei, seine Bilder und Geräusche nochmal als Nachhall in den Muskel und im Geist, doch dann in die Stille der eigenen Kammer begann ein anderes Konzert. Die Geräusche der Nacht nahmen Besitz von den Sinnen, ein Orchester aus unsichtbaren Quellen, das die Stille nicht brach, sondern sie bevölkerte. Zuerst war's das ferne, rhythmisch Rassel eines Wagens auf den basaltgepflasterten Hauptstraßen, vielleicht auf der Via Praenestina, die aus der Stadt hinausführte. Das Geräusch kam in Wellen, je nachdem, wie der Wind durch die Schluchten der Gassen strich. Erst ein leises, gleichmäßiges Rollen, dann lauter, als ob der Wagen um eine Ecke bog, dann wieder verblassend zu einem kaum hörbaren Summen, bis es ganz in der Stille verschwand. Es war das Geräusch der Stadt, die niemals völlig zum Stillstand kam, des nächtlichen Handels oder der Reichen, die in ihren geschlossenen Carpenter von einem Bankett zurückkehrten, dann schärfer und näher das Bellen eines Hundes. Es war kein wütendes Bellen, sondern ein einsames, fragendes Heulen, das von einer Mauer zur nächsten sprang, ein Ruf in die Leere, der keine Antwort fand. Es begann irgendwo im Hof der gegenüberliegenden Insel, steigerte sich zu 3, 4 klagenden Tönen und brach dann ebenso plötzlich ab. Die darauf folgende Stille schien noch dichter, noch aufmerksamer. In sie hinein webte sich das unermüdliche, beruhigende Plätschern des öffentlichen Brunnens am Ende der Straße, das Wasser, das Tag und Nacht aus der Steinenmaske des Flussgottes floss, traf mit einem sanften, metallischen Klang das Becken. Es war ein konstantes, weißes Rauschen, das alle anderen Geräusche einbettete, der Herzschlag des Wirtels aus der Wand der Nachbarwohnung drang ein neues Geräusch, ein tiefes, rasselndes Schnarchen, das in unregelmäßigen Intervallen anhob, in einem käbigen Röcheln gipfelte und dann in ein leises Pfeifen überging. Es war der alte Sabinus, der Schuster. Der Scharcher war so vertraut, dass seine Abwesenheit beunruhigender gewesen wäre als sein Vorhandensein. Es war ein Beweis für das schlafende Leben auf der anderen Seite der dünnen Wand, für die Gemeinschaft der Erschöpfung, wie alle Bewohner dieser Insel verband. Dazu gesellte sich das leise Kratzen von Mäusen oder Ratten irgendwo in den hohlen Zwischenräumen der Lehmwände, ein geschäftiges, nächtliches Scharren. Dann ohne Vorwarnung eine Unterbrechung des nächtlichen Gleichmuts.
von der Straße 110. Vielleicht von der Einmündung 2 Gassen weiter schossen laute Stimmen hoch. Es waren männliche Stimmen, jung, entspannt, mit Adrenalin oder Wein. Die Worte waren nicht zu verstehen, nur der aggressive Ton, das schnelle, überlagende Sprechen. Eine Stimme dominierte schrill vor Zorn oder Herausforderung. Es folgte ein kurzes, scharfes Geräusch, das Krachen von etwas Zerbrechendem, vielleicht einer Amphor, die gegen eine Wand geschleudert wurde. Und dann darauf unmittelbar folgend ein Aufschrei. Es war kein Schmerzensschrei, sondern ein kurzer, erstickter Laut der Überraschung oder des Storns, der so abrupt abgeschnitten wurde, wie er begonnen hatte. Die Stille, die nun folgte, war von anderer Qualität. Sie war dick, geladen, wachsam. Selbst das Schnarchen des alten Sabinus schien für einen Moment innegehalten zu haben. Das Plätschern des Brunnens klang plötzlich laut und einsam. Du lagst reglos die Ohren in die Dunkelheit gespannt. Aber es kam nichts mehr. Keine weiteren Rufe, keine Schritte, die flohen oder verfolgten. Nur diese schwere, nachhallende Stille. Du fragtest dich nicht, was es gewesen war. Die Frage formte sich nicht einmal vollständig im Geist. Vielleicht war es eine ausartende Feier gewesen, ein Streit unter Betrunkenen, die nach einem langen Abend in der Taverne aufeinander gestoßen waren. Vielleicht ein Familienstreit, der aus der Enge einer Wohnung auf die nächtliche Straße übergeschwappt war. Ein kurzer Ausbruch angestaute Frustration über Geld, Untreue oder die simple Unerträglichkeit, auf so engem Raum zu leben. Oder vielleicht, und das war ebenso wahrscheinlich, war es eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Gruppen gewesen. Ein kurzes, gewaltsames Aufeinandertreffen um Ehre, Territorium oder eine ausdrehende Schuld. Die jungen Männer in ihren einheitlichen Tuniken, deren Präsenz den Tag über nur am Rande registriert worden war, lebten ihr Leben größtenteils in diesen nächtlichen Stunden. Ihre Konflikte waren Teil des Ökosystems der Stadt. Es war nur eines der nächtlichen Geräusche Roms. Es gehörte zum Repertoire sowie das Rasseln der Wagen und das Bellen der Hunde. In einer Stadt von 1 Million Menschen, zusammengepfercht auf wenige Quadratmeilen, in der Armut und Reichtum, Macht und Ohnmacht so eng aneinander schürten, waren kleine, gewaltsame Entladungen unvermeidlich. Sie waren die seismischen Mikrobeben, die die Spannungen in der sozialen Kruste immer wieder freisetzten. Sie waren selten tödlich, oft schnell vorbei, und am Morgen blieb vielleicht nur eine Scherbe auf dem Pflaster oder ein dunkler Fleck im Rinnstein, der von den ersten Wasserverkäufern weggespült werden würde. Die Physiomacht, die Vigilis, wurden nicht einmal davon erfahren, es sei denn, ein Körper blieb lies. Selbst dann war es oft einfacher, den Körper in den Tiber zu werfen, als die undurchsichtigen Verstrickungen eines nächtlichen Vorfalls in den Vici aufzudröseln. Die Stille lockerte sich allmählich. Das Schnarchen des alten Sabinus setzte wieder an, jetzt mit einem leichten, schnarchenden Ruck. Irgendwo in der Ferne rief eine Nachteule.
Ihr Ruf ein weiches, melancholisches, to wit, to woe, das durch die stillen Luftschichting drang, des Platschen dies Brunens, nahm wieder seinen Platz als Grundrauschen ein. Die nächtliche Normalität stellte sich wieder her, als ob der kurze Aufschrei nur eine Dissonanz in einer sonst gleichmütigen Symphonie gewesen wäre. Die Müdigkeit, die durch die plötzliche Aufmerksamkeit kurz vertrieben worden war, kehrte mit doppelter Wucht zurück. Die Glieder fühlten sich schwer an wie Blei, die Augenlider senken. Die Bilder des Tages, das goldene Licht auf den Siegeln, das Gefühl des drehenden Toms, der Dampf der Firmen, der intensive Geschmack des Garum, verschwommen und verloren ihre Konturen. Das Beaussehen löste sich langsam auf, it von der scharfen Kante der Gegenwart in die weiche Formlosigkeit des Halbschlafs. Der letzte kohärente Gedanke des stillen Erzählers war eine Anerkennung der allgegenwärtigen, aber gewöhnlichen Natur dieser kleinen Konflikte. Rom war keine friedliche Stadt. Es war eine lebendige, brutale, wunderschöne Maschine. Und das gelegentliche Knirschen ihrer Zahnräder war kein Zeichen des Zusammenbruchs, sondern ihres unaufhörlichen Betriebs. Gewalt war nicht das Außergewöhnliche. Sie war eine der vielen Stoffe, aus denen das tägliche Gewebe gewoben war. Ein dunklerer Faden in einem komplexen Muster. Du schliefst langsam ein, während die Geräusche der Nacht nun wieder vertraut und unbedrohlich zu einer einzigen sanften Murmel verschmolzen. Die Wiegenlieder einer Stadt, die im Dunkeln atmete, stritt und träumte und die bereit war, sich im ersten Licht eines neuen Tages wieder in den gleichen, ewigen Strom zu stürzen. Der Schlaf war kein Zustand, sondern ein sanftes Treiben. Die festen Grenzen des Selbst, der Körper auf der Matratze, die vier Wände der Kammer lösten sich auf in einen warmen, dunklen Strom. Du warst nicht länger ein Töpfer in einer Insel, des Subjura. Du warst ein Bündel von Empfindung, ein Kaleidoskop aus nachhallenden Eindrücken, die sie langsam drehten und neu anordneten. Die Gedanken hatten keine Worte mehr, nur Bilder und Gefühle, die aus der Tiefe des vergangenen Tages aufstiegen und mit der schöpferischen Willkür des Traums verschmolzen. Da war das Gesicht der Menge vom Morgen, aber nicht als Ganzes, sondern als ein Mosaik aus Einzelteilen. Das müde, verschattete Gesicht des alten Soldaten am Brunnen, sein Augen auf etwas gerichtet, das nur sehen konnte, die scharfen, gierigen Züge der Frau, die um das Huhn feilste, die gelangweilte, überlegene Maske der reichen Matrone in ihrer Sänfte, ein Gesicht aus kaltem Alabaster in einer Welt aus Lehm. Diese Gesichter schwammen vorbei, ausdruckslos und doch sprechend, und lösten sich dann wieder in einem Meer von Tuniken und flackernden Schatten auf, in dem nur die Bewegung zählte, das stetige, drängende Vorwärtsschieben im Strom. Dann wechselte die Szenerie, nicht abrupt, sondern wie eine Welle, die ein andere rollt. Das Gefühl des warmen Badewassers im Kaldarium umfing die Glieder diese intensiv lähmende Wohltat, die den Körper schwer und den Geist leer machte. Aber im Traum war das Wasser nicht klar, sondern trüb und golden wie Honig, und Dampf, der darüber aufstieg, formte sich zu den lachenden,
Gesichtande junge Männer aus dem Firmengesprächen, die über Platzierungen bei den Spielen diskutierten. Ihre Stimmen waren ein gedämpftes Gemurmel unter der Wasseroberfläche, dann der jäh, hämmerbender Schock des Tragedarium, ein Blitz aus blauem Eis, der alles wegspülte und nur die kühle, glatte Haut zurückließ, die sich unter dem sanften, metallischen Schaben der Strigillis wie neugeboren anfühlte. Der Geschmack kam als nächstes, lebendiger und intensiver als in der wachen Erinnerung. Nicht der gesamte Eintopf, sondern die reine, konzentrierte Essenz des Garum, dieser vielschichtige, salzig-umamireiche Geschmack, der die einfachen Linsen in etwas Reiches und Befriedigendes verwandelt hatte. Im Trollmoor kein Tropfen mehr, sondern ein Ozean, in den man eintauchte, ein Meer aus der Ferne, das nach Sonne, Salz und der Gärung von 1000 Fischen schmeckte, und darin schwamm unvermittelt. Der Geschmack des frischen Brotes vom Morgen, die knusprig goldene Kruste, die unter den Zähnen kackte, und die weiche, luftige Krume, die nach Sicherheit und einfachem Glück schmeckte. Brot und Garum, die beiden Pol der Ernährung, der lokalen und der imperialen, vermischten sich auf der Zunge zu einem seltsamen, vollständigen Geschmack von Rom selbst. Aus diesen sensorischen Fragmenten begann der ruhige Erzähler, diese innere Stimme, die zwischen Schlaf und Wachen pendelte, sanft eine Linie zu ziehen, einen Gedanken zu weben, der zu scharf für den Traum, aber zu träge für das volle Wachsein war. Die Bilder der lässigen jungen Männer in der schattigen Ecke, der organisierten Trips bei den Spielen, der resignierten Händler, die über Schutzgebühren klagten, und der hitzigen, nächtlichen Stimmen aus der Taverne. Sie alle verbanden sich zu einer einzigen, stillen Erkenntnis. Diese Banden, diese oft gewalttätigen, unberechenbaren Kollegier, jewenem, die das Gewebe des täglichen Lebens durchzogen, waren nicht nur ein Symptom der Unordnung. Sie waren in ihrer rohen, chaotischen Weise auch eine Form von Organisation. Sie waren die sichtbaren Muskeln einer Gesellschaft, deren offizielles Skelett oft zu starr oder zu fern war, um die engen Gassen der Vici zu stützen. Und mit dieser Erkenntnis, noch im Halbschlaf, öffnete sich eine seltsame historische Ironie, die weit über die Grenzen des eigenen Lebens und sogar des Jahrhunderts hinauswies. Der stille Erzähler sah, nicht als Vision, sondern als klares, ruhiges Verständnis, dass viele dieser informellen Banden, diese lokalen Banden, junge Männer mit ihren lockeren Loyalitäten und ihren brutalen Methoden später in den Jahrhunderten des langsamen Niedergangs als die kaiserliche Verwaltung bröckelte, die Steuereintreiber ausblieben und die Legionen an fernen Grenzen gebunden, waren zu den einzigen organisierten Kräften in ihren Vierteln werden würden. Wenn die offizielle Ordnung, die von Senat und Kaiser ausging, sich zurückzog oder verdünnte, würden diese informellen Netzwerke, die sie auf Nachbarschaft und persönlicher Autorität basierenden Gruppen, nicht verschwinden. Sie würden härter werden, institutionalisierter, aus den Schlägen und Parolen malen könnten die Patroni,
einer neuen, primitiven Ordnung werden. Sie würden die Straßen nicht mehr nur schützen, sondern tatsächlich kontrollieren, Recht sprechen, Streit schlichten, vielleicht sogar eine Art rudimentäre Steuern erheben, um die Brunnen instand zu halten oder die Müllberge zu beseitigen, die städtischen Behörden nicht mehr beseitigen konnten. In der Abwesenheit des Reiches würde das Viertel der Vickers mit seinen eigenen gewachsenen Hierarchien und seinen halbkriminellen Verteidigern wieder zur grundlegenden Einheit des Überlebens werden. Die Gewalt, die heute ein lästiges, alltägliches Rauschen war, würde morgen das einzige Gesetz sein, das noch eine Art von Stabilität garantierte. Die Banden von heute waren die Milizen von morgen, die Herren eines kleineren, dunkleren, aber fortbestehenden Roms. Diese Einsicht war nicht tragisch oder prophetisch. Sie war einfach eine Möglichkeit, eine der vielen Linien, die sie aus dem gegenwärtigen Zustand in die Zukunft verlängern ließen. Sie lag im Halbschlaf, so klar und unaufgeregt wie die Tatsache, dass die Sonne aufgehen würde. Die Geschichte endete nicht mit einem Punkt, nicht mit einem Punkt, nicht mit einem lauten Finale oder einer moralischen Lehre. Sie löste sich einfach auf wie der Traum, der sie trug. Das Gefühl war nicht das eines Endes, sondern das einer Pause in einem unendlichen Zyklus. Der morgige Tag würde dem heutigen gleichen, das gleiche erste Licht auf den Ziegeln gegenüber, der gleiche Geruch von altem Öl, in der Wohnung der gleiche Strom, der einen in die Stadt trug, die gleiche Arbeit mit dem Ton, die gleichen Gespräche über Brotpreise und Wagenen, die gleichen flüchtigen Blicke auf die jungen Männer in den Schatten, die gleiche erbändliche Reinigung in den Türmen, der gleiche einfache Eintopf bei Öllicht. Rom mit all seinem betäubenden Chaos, seiner alltäglichen Gewalt und seinem hin und wieder aufblitzenden, unerreichbaren Glanz, würde einfach weiter summen. Es würde men streiten, arbeiten und schlafen, lange nachdem du und alle, deren Gesichter heute an dir vorübergezogen waren, zu Staub geworden seid. Dein Leben war ein einzelner Tag in seinem ewigen Jahr, ein Tropfen in seinem Tiber. Die Stadt war größer als der Kaiser auf dem Palatin, größer als die Legionen an den Grenzen, größer als die Götter in ihren Tempeln. Sie war das unermüdliche Leben selbst, das sich in Stein und Mensch manifestierte. Der letzte Sinneseindruck, bevor das Bewusstsein vollständig in den traumlosen Schlaf glitt, war kein Geräusch oder Geschmack, sondern ein Gefühl von Licht. Das erste fahle Grau des neuen Tages, des noch nicht Tages. Es war das Licht, das bald als schmutziger Keil durch das Fenster fallen und den Staub auf dem Lehmboden in schwacher Schwebe halten würde. Es war das gleiche Licht, das auf die Chikel der gegenüberliegenden Insel treffen würde, sie in warmes Ocker und Rot tauchen und einen neuen, identischen Tag einläuten würde. Das Licht, unter dem alles von vorne beginnen würde, als ob nichts geschehen wäre, und doch alles immer weiterging, in einem großen, unaufhörlichen, römischen Atemzug.